So, hallo. Wie ihr seht, sieht es anders aus. Die Aga ist jetzt seit einer knappen Woche raus. Eigentlich sollte es schon vor 2 Wochen raus, nur da habe ich den Termin irgendwie verpeilt. Deswegen ist es also jetzt erst vor 6 Tagen rausgekommen. Und jetzt habe ich hier einmal Brackets. Habe zum Teil noch Wachs dran, weil es ist ziemlich unangenehm, finde, an der Lippe. Und dann habe ich diesen Controlled Arch. Es ist so ein Bogen oben und unten, der den Kiefer weiten soll. Ja, und oben ist es auch. Ja, der Termin hat 2,5 Stunden gedauert, das Ganze auszutauschen. Die Aga rauszumachen war, naja, also es war unangenehm, diese Halter, die auf den 2 Zähnen jeweils rechts und links draufgeklebt waren, die wurden aufgekniffen und das war schon nicht so angenehm. Aber das Brackets-Kleben nachher fand ich noch unangenehmer. Da kam nicht so ein fettes Halterteil in meinen Mund und jedes Mal, wenn da rumhantiert wurde, hat das so fies wehgetan hier über diesem einen Zahn. Ich bin halb gestorben. Ja, und dann hat es auch noch nicht ganz hingehauen auf der einen Seite. Und da ist nämlich Kleber in dieses Loch gekommen, wo dieser Draht da rein sollte. Und da mussten erst den Kleber wieder rausmachen. Und das hat eine Weile gedauert, der wieder raus war. Und dann ist ja hier der eine Zahn, der immer weiter reinsteht, als er soll. Und der ist dann mit einem Bracket hier unten kollidiert. Also mussten die Aufbauten wieder höher gemacht werden, damit das hinhaut. Und dann war es aber schon ziemlich spät und die Aufbauten waren dann, naja, so husch husch drauf. Und die haben sich zuerst mal angefühlt, als ob sie passen, aber zu Hause beim Essen habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, ich kann überhaupt nicht kauen, ich kann gar nichts. Also habe ich die mir wieder mit meiner Maniküre-Set-Methode eingeschliffen. Und jetzt haut es so einigermaßen hin. Also es ist noch nicht perfekt, aber es geht schon. Jedenfalls, naja, ist es jedes Mal, wenn die Aufbauten neu gemacht werden, für mich erstmal eine Woche Arbeit quasi wieder halbwegs Kauffähigkeit herzustellen und dass es alles so passt und nicht schief ist. Die stehen auch entsprechend wie Gartenbauten da drin auf meinen Zähnen. Und an der einen Seite klemmt es dann die Lippe ein beim Kauen und sowieso die Drähte, die da hinten rausgucken, die stören. Da habe ich dann Wachs drauf jetzt. Also mal gucken, wie lange das dauert, noch mich da dran zu gewöhnen. Am ersten Tag habe ich erstmal nur Flüssigkost zu mir genommen. Am zweiten Tag war es auch nicht viel besser. Und so langsam haben wir mich dann wieder ans Kauen rangetastet. Gleichzeitig die Aufbauten eingeschliffen, dass es dann wieder gepasst hat, halbwegs. Aber naja, es ist schon, ich kann schon wieder ein bisschen essen. Und es stört auch nicht so sehr wie am Anfang. Aber ohne das Wachs hier unten hallen, da wäre es wahrscheinlich noch viel unangenehmer. Also ich habe so ein paar Stellen, da tue ich dann immer Wachs drauf, sonst werden die wund und tun weh. Hier oben geht's. Da hatte ich ja die Aga, da ist die Lippe gewöhnt dran. Und was ich auch noch merke, ist, wenn ich nachts schlafe, ich habe ja sonst immer meinen Mund zugetaped, mache ich hier weiterhin, aber weiß nicht, wahrscheinlich dadurch, dass hier vorne jetzt die Zahnspange ist und die Aufbauten ein bisschen höher, ist es nachts nicht so leicht, den Mund richtig zuzutapen. Und dann wache ich dann manchmal mit total trockenem Mund auf und total trockenen Lippen und ja. Dann war ich auch noch richtig krank. Also ich habe eine Woche mit Grippe im Bett gelegen. So richtig im Bett gelegen. Das ist mir schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr passiert. Ja, das kam mir natürlich in der Hinsicht entgegen, dass ich keinen Appetit hatte und sowieso nichts essen konnte wegen der Zahnspange. Alles nicht so dolle, aber naja. Ich muss erst in 2 Monaten jetzt wieder hin. Bis dahin sind dann auch die Babys da, denke ich mal. Und bis dahin habe ich aber auch Ruhe. Das ist ganz gut, mich an dieses ganze Gewirr in meinem Mund zu gewöhnen. Also am Anfang hatte ich das Gefühl, mein Mund ist voll mit einem Haufen Drähten und Metall. Die ersten Tage war auch vor allem dieser Bogen hier oben ziemlich unangenehm.
Ich glaube, den sehe ich ohne Spiel. Werde ich ohne Spiel jetzt nicht zeigen, aber egal. Man sieht den Abdruck auf der Zunge. Da geht er lang. Und der hat ganz schön gestört am Anfang, aber jetzt geht's. Also nach ein paar Tagen merkt man den eigentlich kaum noch. Am meisten nerven mich gerade hier unten die Brackets, obwohl ich Wachs drauf habe. Und hier unten ist noch eine Afte entstanden, wo bei der Behandlung irgendwie das Zahnfleisch so verletzt worden ist. Ja, so sieht's jetzt aus. Sprechen war am Anfang gewöhnungsbedürftig, ist es eigentlich immer noch. Ich darf mich nicht zu sehr darauf konzentrieren, dass da irgendwas ist im Mund, was stört. Dann geht's. Aber ja, es ist schon gewöhnungsbedürftig. Es dauert länger, sich daran zu gewöhnen, als an so ein paar Spacer oder an einmal Agar verstellen. Aber da ich das Ding ja jetzt drin haben werde bis zum Schluss und ansonsten keine großen Veränderungen zu erwarten sind, wenn ich das jetzt hier durch habe, dann habe ich das Schlimmste, glaube ich, hinter mir. Ja, sonst muss ich mich mit der Zunge noch dran gewöhnen, auch weil der Bogen unten die Zunge irgendwie einengt und dann auch noch scharfe Kanten hat rechts und links und die Zunge ärgert. Also es ist, naja, es gibt Schöneres. Aber was tut man nicht alles für Zähne, die nachher keinen Ärger machen, und das ist halt das Tolle dran. Der Zahn, der mal Ärger gemacht hat, macht überhaupt keinen Ärger mehr. Ja, so sieht's aus. Und mal gucken, wie schnell es jetzt geht mit der Weitung der Gaumenbögen. Und wie schnell ich mich ja noch dran gewöhne, bis ich dann gut essen kann. Ich habe eine ganze Liste gekriegt mit Sachen, die ich jetzt nicht essen darf. Aber es ist eigentlich nichts anderes groß als wie mit der Agar. Und das sind gerade Sachen, die ich sowieso nicht essen mag, so, also Brot und Nudeln und Nüsse und die harte Süßigkeiten esse ich sowieso gerade nicht. Von daher ist es eigentlich zu verkraften, nur durch die Aufbauten kaut sich halt eigentlich nichts gut. Das ist halt das Nervigere. Die muss ich noch ein bisschen besser irgendwie, ich weiß nicht. Das sind halt nicht die eigenen Kaufflächen. Ne? Aber da kommen wir durch. Alles wird gut. Tschüss, bis zum nächsten Update.